Okay, let's go. Sagst du nicht deiner Mom? Heute ist der Tag. Eine Schlacht. Das einzig wahre Team Will gegen den Erzfeind Team Bro. Und damit herzlich willkommen zu Team Bro. Das ist Team Will. Stop it! Leute, der heutige Prank wird ein bisschen anders. Es wird, um ehrlich zu sein, gar nicht unbedingt ein richtiger Prank, sondern eher eine Surprise Motherfucking Game Show. Was nicht bedeutet, Leute, dass Rob sein Leben heute nicht komplett auseinandergenommen wird. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus für alles, was in diesem Video passiert. Für die von euch, die nicht wissen, was abgeht, ich fasse euch mal ganz kurz zusammen, was bisher passiert ist. Rob hat in seinem letzten Video gemeint, es wäre eine gute Idee, dass er in meiner Wohnung ein Tattoo-Studio aufbaut und mich dann unter Druck setzt, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen soll. Ihr fragt euch vielleicht, wie das aussieht, wenn jemand ein Tattoo-Studio in der Wohnung aufbaut. Das hier ist die Antwort. Hier ist auf jeden Fall ein schöner Toten. Egal, das hier ist der Move gewesen. Hier war das Tattoo-Studio und letztendlich hat Rob mir vor 3 Optionen gestellt. Die erste, ich sag, dass Team Bro das bessere Team ist. Nein. Option 2, ich lasse mir eine Rocket tätowieren, aber da hatte ich auch so meine Gründe, warum ich das nicht machen wollte. Und Option 3. Ein Team Will-Mitglied lässt sich eine Flame tätowieren. Letztendlich habe ich alle 3 Optionen abgelehnt und habe Rob ein Angebot gemacht. Ich selber werde mir die Flame, das feindliche Symbol, auf meinen eigenen Körper tätowieren lassen, wenn Team Bro wirklich das bessere Team ist. Und ob Team Bro wirklich das bessere Team ist, nun ja, das wird sich heute herausstellen. Ich muss jetzt also ein faires Game kreieren. Die gleichen Chancen für jedes Team. Und außerdem muss ich mir eine Strafe überlegen, die irgendwie auf dem gleichen Level ist, wie wenn ich mir eine Flame tätowieren lasse. Und ich glaube, wir haben was gefunden, das ziemlich hart ist. Deshalb haben wir uns inspirieren lassen bei einer Game Show, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Wir haben uns gedacht, wie kriegen wir das witzigste und unterhaltendste Video hin, um diesen beiden Strafen gerecht zu werden? Die Antwort ist aushalten, nicht lachen. Super simpel. Und dafür habe ich Rob eine offizielle Einladung geschrieben. Herzlichen Glückwunsch! Sie wurden ausgewählt, an der ersten Folge der brandneuen Game Show Zirkus Willy Billy teilzunehmen, in der sie live gegen das Team Will antreten werden. Die Sendung beginnt morgen um 16 Uhr in der Wohnung des Team Bro. Der Aufbau allerdings schon um 12 Uhr, das heißt, irgendjemand, der da noch in der Wohnung ist, die Farbpistole ist ready. Für die Unterhaltung und vor allem ihr eigenes Wohl bitten wir sie im Voraus 5 lustige Skits vorzubereiten, mit denen sie das Team Will zum Lachen bringen können. Kostümerie sowie die dafür benötigten Requisiten bringen sie bitte ans Set mit. Sollten sie sich nicht trauen, dürfen sie diese Herausforderung selbstverständlich ablehnen. Ihnen sollte jedoch bewusst sein, dass eine Absage zum sofortigen Sieg des Team Will führt und sie somit anerkennen, dass das Team Will das bessere Team ist. Bis morgen, Simon und das Team Will. Ja, liebe Freunde, und eine Kopie dieses Briefes habe ich gestern natürlich dann auch Rob zukommen lassen. Okay, Freunde, wir haben uns reingesneakt. Und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, bis schon ein Anruf eingedröselt kam. Ah, Freunde, Rob ruft schon an. Kannst du halten? Ich habe eine sehr interessante Nachricht gerade in der Hand. Ah! Muss ich eigentlich für deine Pranks was vorbereiten? Ja, Digga, du kannst ja auch einfach ablehnen und dann ist halt Team Will das bessere Team. Ist deine Choice. Mach dich bereit auf der Flammtattoo. Mach du dich bereit auf die Strafe, die du jetzt noch gar nicht weißt. Wird schon nicht so schlimm sein wie ein Flammtattoo. Es ist jetzt genau 13:30 Uhr. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt langsam auf den Weg und gucken, ob die Wohnung auch wirklich geräumt ist. Wie versprochen, mit unserer Schusspistole. Hallihallo! Oh, shit! Digga! Digga, chill, Alter. Was geht? Ich hätte gerade was abgeschnallt. Oh man! Alles gut. Tattoo Artist. Falls ich heute verliere, ist Arman schon hier ready, um mir die Flame zu tätowieren. Und jetzt müssen wir hier in dem Wohnzimmer natürlich erstmal den ganzen Rest aufbauen, den wir für das Game brauchen. Wir haben uns das natürlich so vorgestellt, dass man sich hier gegenüber sitzt. Hier ist so ein Vorhang in der Mitte und dann ist auf der einen Seite immer das Schauspiel und auf der anderen Seite raten die Leute. Warum zeige ich euch nicht einfach? Boom! Also, Zirkus Willy Billy funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier unser Team Will. Und dann haben wir hier diesen Vorhang, den machen wir dann auf und dann muss das Team Bro irgendwas Lustiges machen und versuchen das Team Will zum Lachen zu bringen. Nice. Perfekt. Und da begann sie, die wichtigste aller Phasen, und zwar die Vorbereitung der 4 Skits, die das Team Bro vor Lachen zum Implodieren bringen sollen. Hello. Okay. Es geht los. Ich freue mich, dass ich pünktlich bin. Herzlich willkommen bei Zirkus Willy. Guten Abend. Guten Abend. Egal, was passiert, ich bin ready. Herzlich willkommen. Wie ihr seht, haben wir hier ein erstklassiges Setup. Rob, wir haben hier jetzt 2 Sitze, wo du und dein Team Bro-Member deiner Wahl Platz nehmen dürfen. Ist das so? Ja. Meiner Wahl? Du nimmst mich nicht. Das Schlimmste von allen. Der ist schon verloren. Aber wir halten das diesmal fair. Und auf der anderen Seite nimmt das Team Will Platz. Das Verliererteam. Und ich sag nein. Und hier ist der Tattoo-Stuhl. Der kommt mir bekannt vor. Das Gesicht kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor. Klar. Der gute R-Man ist natürlich wieder mit am Start. Und ja, ich bin natürlich ein Man of my word. Sollte das Team Bro hier wirklich beweisen, das stärkere Team zu sein, dann werde ich die gerechte Strafe dann wohl auch auf mich nehmen. Allerdings
gibt es natürlich auch eine Strafe für dich, solltest du verlieren. Jetzt kommt's, Digga. Ich bin seit 3 Tagen nicht geschlafen. Du kochst ja viel, du machst ja viel mit deinen Händen. Voll. Und deshalb dachte ich mir natürlich, wenn du auf meinem Körper eine Flamme platzieren willst, ne, dann will ich auch irgendwo auf deinem Körper Den Finger wegnehmen. Digga, dann kriegst du ein paar wunderschöne Team Will-Nägel heute drauf. Und zwar in dieser Länge. Team Will! Du darfst diese Nägel nicht abnehmen, bis du zugibst, dass Team Will das bessere Team ist. Aber ich hab was Witziges. Ich knack einfach morgen die Millionen und hab Fingernägel von Team Will. Ich kannte diese schon mal im Voraus, weil das bringt ja bekanntlich Pech. In der Einladung habt ihr ja gelesen, dass ihr 4 Szenen vorbereiten solltet, die uns zum Lachen bringen. Ja. Dasselbe haben wir natürlich auch gemacht. Okay, ich bin gespannt. Das wird hoffentlich nicht witzig. Es gibt jetzt gleich 8 lustige Szenen. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Option, dass es ganz unentschieden ausgeht. Und das Einzige, was Team Bro vs. Team Will angemessen wäre, wenn wir dann beide unsere Strafe annehmen. Ja, Mann, das klingt fair. Okay, nochmal kurze Zusammenfassung. Sollte Rob gewinnen, dann muss ich mir die Flame tätowieren lassen und ich darf im Nachhinein nicht zu einer Rocket umfunktionieren. Das wird so. Genau. Solltest du aber verlieren, machst du die Fingernägel und darfst sie nicht abnehmen, bis du sagst, dass Team Will das beste Team ist. Und eben noch das Unentschieden, dann treten beide diese Dinge ein. Genug Talk, Leute. Ich glaube, wir werden auch mal eine Action sehen. Ich bitte dich, Platz zu nehmen. Und viel Hilfe! Nicht lachen. Und jetzt haben wir natürlich noch für euch diese höchst professionellen Kopfstützen hier. Da legt ihr bitte beide euer Kinn drauf. So, und ich würde sagen, es ist Zeit für das allererste Skip. Okay. 3, 2, 1. Geht was los hier? Der Punkt geht definitiv an Team Bro. Wenn man einmal drin ist, dann passt das. Ja, oh shit, okay, jetzt wir müssen es jetzt gut schlagen. Team Bro's Turn. Erfolgreich. Okay, warte, das war gerade ein absolutes Cringe-Fest, also wir müssen es jetzt echt lachen. Wenn wir jetzt lachen, dann... Boah. Bello? Also, Bello! Du hast Bello gesagt? Was? Guck ihn mal an, Digga, er hat einen scheiß Hundeknochen im Mund, Digga. Das klingt... Alter, ich kann das doch nicht auf den Kanal ausstrahlen. Ich hab mich fast übergeben, als ich dann so intensiv gerochen habe. Echt? 2:0! Wer kennt's nicht, Freunde? Mentos und Cola, das Experiment, das einfach alles zum Explodieren bringt. Das jetzt mir alle hoffentlich nicht. Ich hoffe so, das wird nicht gut. Es wird nicht besser als beim Hund. Lecker, Cola! Boah, Alter, meine Nase hat umsonst gebrannt. Okay. Ich würde gerade so gerne sagen, es geht nur um die Ehre. Aber es geht nicht nur um die Höhe. Es geht nicht nur um die Ehre. Look at this dude. Wait till you see the. Oh, no. Look at the top of his head. Hat funktioniert. 3 Punkte, Alter. Du hast zweimal gelacht. Ja. Ich glaube, ich habe einmal gelacht. 5:2. Konzentrier dich, Bro. Warte, wie wächst das aus? Wenn es platzt, dann sterbe ich wegen Trommelfell, oder?
Boah, zum Glück war das nicht so laut in meinem Ohr, Alter. Das kriegt mein Haar. Oh, wunderschön. Oh Mann. 2 Punkte. Boah, an mir wird's nicht scheitern, Digga. Ah, fuck. Wenn du jetzt lachst, denk einfach so an die schlimmsten Momente überhaupt. Hallo. Wollte ich meine Geschichte vorlesen? Ich fange einfach mal an. Nein. Simon, was ist los? Neugierig drehte Simon den Schlüssel im Schloss der Haustür von Robs Wohnung. Und er freute sich, dass sie endlich zu zweit etwas machen konnten. Und er erschrak, als Rob ihm plötzlich um den Hals fiel und es dann doch zu genießen schien. Seine Fanfiction, Freunde. Ja, die Information hat gefehlt, so, Digga. War nicht krass. Wow. Boah, nee. Wir haben's geschafft, Mann! Eine homosexuelle Fangeschichte zwischen uns beiden. Digga. Das ist der Knaller. Ich habe jetzt halt langsam so diesen Moment, wo ich realisiere, dass es halt wirklich irgendwie real auf die Flame rauslaufen könnte. Gefühlt gerade mit einem Punkt. Ja. Mit einem Punkt. Ja. Ist jetzt Gleichstand? Nein, zweimal, es stand 5:4. Okay, Philippe, 2 Lacher, das kriegen wir wirklich noch hin. Was meinst du auch? Sagst du sowas? Es ist so scheiße, weil eigentlich ist es teilweise lustige Sachen so. Okay. Das letzte Runde jetzt, oder? Locker haben die sich das Heftigste fürs Ende aufgespart. Ja, vor allem haben die sich gerade heftig beherrscht. Digga, wenn ich jetzt lache, verpasse ich dir ein Tattoo, damit kann ich doch nicht leben. Never. Fuck. Oh, scheiße, ich bin nicht ready. Ach, wieder die Bärte, no. Roberto Crocante. Oh, fuck, das ist so witzig. Du bist zu klein für uns beide. Wir klären das Nicht schlecht. 12 Uhr am Salon. Du hast gedacht, das ist aus Ende. Scheiße, ich wusste das mit der Ohren. Ich hab's voll konzentriert, ich hab's durchgezogen, du lachst, Digga. Es war nur so ein... Oh, süß, Digga. Ich hab dich so verschont von deinem Tattoo, Digga. Es ist alles so weird. Ziehen wir das jetzt durch? Ja, ne? Oder wie? Boah, übel, Digga. Ich weiß, du wolltest nie ein Tattoo haben, Digga. Alter. Bro, wir werden uns immer an Staffel 2 erinnern. Warte, ich brauch schnell irgendeine Lösung, wie ich es zumindest irgendwie in den Text ziehen kann. Ich tätowiere mir die auf den Arsch. Digga, auf den Arsch, Mann. Boah, ich weiß nicht, du gehst die nächsten 3 Tage nicht kacken, Alter. Gut, Mann. Dann hast du jetzt einen Job. Ja, korrekt. Vanessa, du hast ebenfalls einen Job. Also macht ihr das parallel jetzt gleichzeitig. Du kriegst dein Tattoo und Ja, dein Digga, sonst will der hier abhauen hier. Nicht cool, Mann. Ey, ich freue mich gerade fast mehr über dieses Nagelding, als dass ich mich über das Tattoo ärgere, weil du einfach morgen die Millionen Abonnenten hast. Also ich finde, das hat Style. Jetzt halt auch die Frage, wo ich mir hinmache. So, hast du schon eine Stelle? Machen wir auf den Oberschenkel. Ja, hier so. Oberschenkel sehen. Guckst du das hier mit? Kannst im Badezimmer gehen oder so. Fahrstein abdecken. Ziehst du die Hose aus, oder? Genau. Ja, warte, ich mach jetzt ganz Okay, was hast du? Warte mal, du machst es jetzt falsch. Du weißt schon, dass du nicht noch eine Rakete darüber tätowieren darfst, ne? Ja. Er will jetzt auch seine Perspektive richtig rumsehen, deswegen, wenn er Nee, das anguckt. deswegen ist, ich will einfach nur, dass es Disrespect ist so. Ich glaube, Rob hat sich die Rocket auch einfach Ich glaube, ich falsch hätte es tätowiert. unterm Fuß gemacht, damit ich jedes Mal auf die Will trete. Okay, let's go.
weiß nicht, ob diese Stelle so geil ist. Du hast einfach Kleber an den Fingern, deswegen. Wieso habe ich einen professionellen Tätowierer geholt und du... Das sieht jetzt schon voll krass aus. Ist das so ein Sekundenkleber oder was? Ja, es fühlt sich so an wie Sekundenkleber. Scheiße. Rob, zeig mal. Ich glaube, das wird das Beste überhaupt zum Kochen sein. Du kannst so alles an deinen Fingern aufmachen und so, brauchst keine Messer mehr. Ja, man, ich kann Gurken, Tomaten so schneiden. So. Voll praktisch. Boah, Digga, der erste Stich. Oh. Ich freue mich voll, dass du die Erfahrung auch jetzt sammeln kannst. Du weißt ja, gell? Die bleiben dran, dass du sagst, Ja, Team ist das bessere Team. Die Leute in den Kommentaren werden sich auch gar nicht aufregen. Hast du nicht gesagt, du hast keine Tattoos? So, und jetzt ist die Schauspielkarriere weg. Tut die Stelle weg? Wie? Ah, Tut's weh? Also Schmerzskala 1 bis 10. Was für ein Schmerz ist das? gerade finde ich es echt geil, also. Er wird jetzt süchtig auf einmal, 2 Monate später voll tätowiert. Ja. Aber wie geil ich mir jetzt den Rücken kratzen kann. Sagst du nicht deiner Mom? Digga, den muss ich jetzt direkt mal schreiben. Schick mal so Bilder. Hey Mama! Gleich so, man hört es aus Stuttgart. Wann glaubst du, wirst du sagen, dass King Will das bessere Team ist? Niemals. Die Dinge wachsen halt irgendwann raus, so, aber bis dahin. Meine Nägel sind fertig, Freunde. Geil. Wir haben dieselbe Flame, ne? Ich hab's halt selber noch nicht mal gesehen. Sag mal deine. Ja, so sieht's aus. Ja, stimmt, das ist die gleiche. Wie läuft's an, Mann? Korrekt. Hey Rob, Digga, herbe Props. Ich find's voll geil. Ich find's richtig geil. Digga, lass dich drücken für diese Crank-Aktion. Alter. Team Rob, ruhig mal Team Nägel. Team Will steht auf den Daumen drauf. Boah, man ist voll fertig danach, ja, ne? Mann. Aber geil. Ja, warte mal. Eine Frage noch, okay? Ich darf mir im Nachhinein ja keine Rocket tätowieren lassen. Nee. Aber im Voraus ist okay, oder? Was? Was? Leute, seid ihr ready für den Plot-Twist des Jahrtausends? Und nicht nur irgendeine Rocket, zum allerersten Mal ever die neue Team Will Rocket mit dem neuen Wappen, Alter. Und erst die Will gebrandet für 1 Million Abonnenten. Hä? Ich schwöre es dir, hätte never ever damit gerechnet. Wie, aber hast du, ach, der C war, oder was? Deswegen ist Silber. Hä? Das sieht Killer aus, ich schwöre es dir. Es ist so heftig geworden, dieses Will einfach. Ich feiere es enorm. Aber könnt ich noch an den Moment erinnern, wo Boah, Arman... ich schwöre es, ich hab grad Gänsehaut. Dieser Moment, wo Arman hier schon in der Wohnung drin stand, ist in Wirklichkeit nicht so passiert. Ich würde sagen, es ist Zeit für die echte Story. Es war nicht der Aufbau, wegen dem Team Bro schon um 14 Uhr aus der Wohnung musste, obwohl die Show erst um 18 Uhr begonnen hat. Der Aufbau hat 10 Minuten gebraucht. Es war die Erstellung, die Perfektionierung und zu guter Letzt die Tätowierung der nagelneuen Team Will Rocket. Meinem wirklichen ersten Tattoo. Das Herzstück der Rakete ist das ebenfalls nagelneue Team Will Wappen. Und beides werde ich von nun an für immer stolz an meinem eigenen Körper abonnieren. Team Bro, das ist Team